Und herzlich willkommen zurück in der Brick World. Heute natürlich wieder von unserer großen 6 Quadratmeter Platte. Wie das Ganze entstanden ist, habt ihr ja in der letzten Episode gesehen. Das war das 100 Abonnenten Special. Heute Episode 17. Und heute geht es zurück zu dieser Straße, die wir, glaube ich, in Episode 15 gebaut haben. Und in der Episode hatte ich auch angefangen, einen Bordstein zu bauen, der ziemlich eckig war. Hat mir nicht gefallen, denn ich habe so viel Arbeit, Steine und auch Geld natürlich in diese gebogene Straße gesteckt. Und den Bordstein dann eckig zu haben, das ist keine Lösung. Das heißt, heute teste ich, wie ich diese Straße mit einem ebenso gebogenen Bordstein versehen kann. Ich habe die Straße jetzt schon in die andere Richtung gebogen. Vorher war sie ja so gebogen, aber durch die ganze Umplanung mit der ganzen Platte hier wird ja einiges gespiegelt. Das heißt, auch die Straße muss jetzt in eine andere Richtung gebogen sein. Ja, und jetzt fange ich, glaube ich, einfach mal an mit der Idee, die ich habe, um den Bordstein zu bauen. Und zwar ist grundsätzlich die Idee die gleiche wie bei der Straße. Das heißt, ich habe hier einmal zweier Plates in Light Bluish Gray und passend dazu einmal zweier Tiles in Light Bluish Gray. Und auch diese stecke ich genauso, wie es in Episode 15 gezeigt wurde, so zusammen, dass ich diese Schläuche bekomme, die dann, wenn man es ein bisschen zusammengebaut hat und das Ganze ein bisschen länger geworden ist, kann man das Ganze biegen. Und das haben wir schon bei der Straße genutzt und das gleiche Prinzip werden wir jetzt auch beim Bordstein nutzen. Problem hier ist jetzt natürlich, wenn ich das jetzt so hinbaue, ja, das könnt ihr sehen, haben wir natürlich nicht die Höhe, die wir brauchen, die wir normalerweise haben. Weil normalerweise haben wir ja eine Höhe von einer Plate und einem Teil. Kann ich jetzt natürlich hier nicht drauf bauen. Das heißt, das Ganze müsste ungefähr so sein. Die Idee, die ich jetzt habe, ist, dass wir, ich habe ja hier noch ein paar Teile rumfliegen, wir bauen das Ganze unten drunter. Das heißt, das hier stecken wir irgendwo hin, wo es hinpasst. Und dazu nehmen wir, ich habe hier noch mehr rumliegen. Das gleiche machen wir dann noch weiter. Ich hole mal kurz ein paar andere Elemente dafür. Ich kann auch die hier nehmen. Ich baue mir jetzt hier mal gleich noch irgendwo eine Plate hin. Darauf kommt dann jetzt wieder meine Tiles. Und wenn ich das Ganze jetzt darauf auflege, habe ich einen Bordstein, der genau die richtige Höhe hat und gebogen ist. Das heißt, das Ganze werde ich jetzt ein bisschen testen, wie ich von dieser gebogenen Form einen Übergang bekomme, um dann irgendwann doch wieder mit meinen Plates zu arbeiten. Und das fange ich jetzt einfach mal an. Das heißt, ihr könnt zuschauen. Wir machen das Ganze gleich wieder im Schnelldurchlauf. So, ich habe jetzt hier mal wieder ein bisschen weiter probiert. Man sieht jetzt hier sehr schön, wie die gebogenen Schläuche hier entlang laufen. Und vor allem, um Steine zu sparen, lasse ich die eben nicht komplett hier den ganzen Weg auf die ganze Breite laufen, sondern fange dann an, hier die weiteren Teile draufzusetzen. Ich habe mich dann entschieden, doch eine Art Treppenstruktur zu bauen. Das wird nämlich dann ganz gut zu dem passen, was danach für die Platte dahinter geplant ist. Ich habe da schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und wie man sieht, verschwindet jetzt durch diese Treppenstruktur das Konstrukt dahinter. Wir haben hier vorne den wunderschönen gebogenen Bordstein, der sich genau an die gebogene Straße anbindet. Und hier haben wir dann den Übergang zu einer Art Treppe. Das heißt, hier oben können wir dann Häuser bauen auf der nächsten Platte etc.
Und durch diesen Höhenunterschied haben wir dann auch noch ein bisschen was Hübsches im Gelände. Das heißt, es wird nicht alles auf einer Höhe sein. Meiner Meinung nach ist das eine ganz gute Lösung. Vor allem, es ist einfach viel hübscher mit dem gebogenen Straßenrand. Hier ist eben auch der Bordstein hier gebogen ist. Und wie man sieht, wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Ich baue jetzt gleich noch ein bisschen weiter. Es ist nämlich nicht so spannend, es ist teilweise sehr zeitaufreibend, die richtige Konstruktion zu finden, wie man das Ganze befestigt. Aber auch im Schnelldurchlauf passiert da nicht so viel, deshalb hier haben wir wieder ein kleiner Cut und wir schauen gleich, wie es weiter aussieht. Das Ergebnis der heutigen Episode, der heutigen Arbeit aus. Wir haben hier, wie wir schon kennen, unsere gebogene Straße, aber jetzt auch mit einem wunderschönen gebogenen Bordstein, der sich ganz genau an der Straße entlang zieht. Und hier sind die Treppen endlich fertig. Und das hier ist ein Platzhalter. Hier will ich dann ein Gebäude einbauen. Ich weiß noch nicht, ob es in der Breite ist oder auch in der Tiefe, wahrscheinlich ein bisschen größer. Aber es bricht eben auch ein bisschen den Grid-Look, was eben auch mit der gebogenen Straße das Ziel ist. Das heißt, ich schiebe das Ganze jetzt mal an seinen zukünftigen Platz. Da müssen wir dann später noch ein bisschen alles in Form bringen, weil die Steine jetzt natürlich ein bisschen verzogen sind, also die Struktur, da jetzt noch nicht alles fertig ist. Aber das Ganze sähe dann so aus. Das heißt, wir haben hier die gebogene Straße mit dem wunderschönen gebogenen Bordstein meiner Meinung nach. Und hier die Treppen nach oben, wo es dann weiteres geben wird. Die aktuelle Planung ist, dass hier hinten, also hier irgendwo, wird der Busbahnhof entstehen. Und hinter dem Busbahnhof wird die alte Stadtmauer der Stadt, die noch einen Namen braucht, stehen. Und dort wird dann vermutlich ein Markt sein. Die Frage ist, da würde ich auch gerne euch fragen, was ihr in den Kommentaren davon haltet. Soll es ein ganz gewöhnlicher Wochenmarkt werden, also wo man alles Mögliche einkaufen kann? Oder die zweite Idee ist es, dass das Ganze ein Mittelaltermarkt wird, der eben hier rund um die Ruinen der Stadtmauer sein wird, was natürlich auch den Spaß beinhalten wird, dass man auch Rüstungen und dergleichen alles einbauen kann. Ansonsten würde ich gerne wissen, wie ihr den heutigen Bau der Straße findet, also vor allem des Bordsteins. Und ja, das war es dann heute für die aktuelle Episode. Nächstes Mal geht es dann, ich denke mal, entweder mit der Baustelle hier weiter oder wir kommen endlich zurück zum Bahnhof, den haben wir ja schon lange nicht mehr in Arbeit gehabt. Und ansonsten werden wir wahrscheinlich das nächste Mal auch ein bisschen über die weitere Planung sprechen. Ja, das war's dann für heute. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für jedes Abo, jeden Kommentar. Ich werde auf alles antworten. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.